Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf Pomadeshop. Ich bin Johanna und habe die große Ehre, die erste Frau sein zu dürfen, die hier ein Video hochlädt. Ich zeige heute, wie man Victory Balls machen kann. Und wenn ihr sehen wollt, wie das geht, bleibt dran! Okay, wir fangen damit an, die Haare zu öffnen und erstmal gut durchzukämmen. Ich habe noch von gestern etwas Restpomade drin, weil ich mir gestern einen Zopf gemacht habe und diesen dann geflochten habe. Und damit die Haarsträhnen nicht rausfallen, packe ich mir da auch sehr gerne Pomade rein, damit der Zopf seine Form behält. Ich mache mir gerne einen Seitenscheitel. Ihr könnt euch aber gerne den Scheitel so machen, wie ihr wollt. Dann fange ich an, von Ohr zu Ohr die vordere Partie der Haare abzuteilen. Und lege die hintere Partie dann aus dem Weg. Das auf beiden Seiten. Ich mache mir gerne hinten einen Zopf, damit die Haare aus dem Weg sind. So, ich benutze die Suavecita Pomade. Das ist meine absolute Lieblingspomade, weil sie wasserbasiert ist und somit sofort auswaschbar ist und einen sehr guten Duft hat. So sieht sie von innen aus. Und wir fangen direkt an, sie von den Spitzen aus in die Haare einzuarbeiten. Wenn ihr wie ich ein Pony habt, dann achtet darauf, dass auch darin gut Produkt vorhanden ist, weil sonst fällt euch das Pony nachher aus der Frisur raus. So, dann nehmen wir einen Kamm und kämmen sie durch. Und jetzt kämmen wir die vom Kopf weg. Ungefähr im 90-Grad-Winkel. Dann nehmen wir die Haare, wickeln die Enden um 2 Finger rum und nehmen die Finger raus. Und jetzt drehen wir die Rolle einfach weiter. So. Dann nehmen wir uns einfach ein paar Haarnadeln und stecken die Haare an der Kopfhaut fest. So. Und nun mit dem Kamm einfach nur ein bisschen die Haare in Form bringen. So, dann können wir schon direkt mit der zweiten Seite anfangen. Wie gehabt, Pomade in die Finger nehmen und von den Spitzen aus in die Haare einarbeiten. Ihr müsst da selber rausfinden, wie viel Pomade ihr nehmen müsst, weil jede Haarstruktur ist anders, jeder hat dicke Haare oder dünne Haare und da müsst ihr einfach ausprobieren. Auch bei der Frisur gilt, Übung macht den Meister. Es wird euch bestimmt nicht beim ersten Mal direkt funktionieren. Auch ich habe sehr lange gebraucht, um da irgendetwas hinzubekommen. Und auch heute noch, wenn ich ein Bad Hair Day habe, dann funktioniert es gar nicht, dann wasche ich die einfach aus und dann probiere es am nächsten Tag einfach nochmal.
Aber das ist auch der Vorteil an Pomaden. Die werden nicht sofort fest. Auch die wasserbasierten Pomaden nicht. Im Gegensatz zu Gelen oder Haarspray, wenn ihr dann einmal die Frisur nicht so hinbekommen habt, wie ihr das wollt, dann wird es sehr knüppelhart und dann bleibt euch nichts anderes übrig, als die dann direkt wieder auszuwaschen und es neu zu probieren. Deswegen Übung macht den Meister. Also auch hier wieder ungefähr 90 Grad Winkel und die Finger wickeln und eindrehen. Um noch etwas Volumen zu bekommen, legt die Rolle schön dicht vorne an den Haaransatz und steckt sie dann einfach fest. So, eine noch. So. Und wie auf der anderen Seite alles schön in Form kämmen. So. Okay. Hier noch ein bisschen Volumen rausholen. Und dann bin ich eigentlich schon direkt zufrieden. Die hier könnte noch ein bisschen gerade sein. Noch ein bisschen feststecken. So. Perfekt. Victory Rolls wurden sehr gerne von Frauen in den 50er Jahren getragen, als Rockabilly modern war. Und ich liebe das, auch wenn dann alte Frauen auf der Straße mich so sehen, dann kriege ich immer Lob und die freuen sich und werden an ihre Jugend erinnert. Und das gibt mir ein sehr schönes Gefühl. Die hinteren Haare könnt ihr euch dann einfach glätten, locken, einfach so lassen, wie ihr wollt. Oder in einen Zopf machen, das ist ein bisschen sportlicher. Oder sogar vielleicht einen Dutt machen. Da könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen und machen, was euch gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.